35 Euro und 64 Euro. Und jetzt kommt's, das ist die gleiche Flasche, aber fast der doppelte Preis. Wie oft das bei Flaschen genauso passiert, das zeige ich dir am Ende. Die Zahl hat mich selber geschockt. Aber heute geht es um was viel Größeres. Letztes Video habe ich dir nämlich versprochen, was kriegst du eigentlich, wenn du mehr ausgibst? Hi, ich bin Olli, ich habe RumX die letzten 8 Jahre gebaut, die größte Rum-App der Welt. Da bewerten über 50.000 Leute ihre Rums und viele tragen auch ihre Rum-Einkäufe in die App ein. Stand heute sind hier über 120.000 Datenpunkte zusammengekommen und darüber legen wir heute über 300.000 Rum-Bewertungen der Community. Und in diesem Datenberg, da stecken Muster, die mit bloßem Auge gar keiner sieht. Und genau die zeige ich dir heute. So eine Auswertung gab es bisher nur für Wein. Für Rum ziehen wir das heute durch. Und dabei kommen 3 Erkenntnisse raus. Erstens, ja, teurer ist besser. Zweitens, aber jede Verdopplung kauft ihr weniger. Und drittens, was Geld wirklich kauft, ist weniger Risiko. Schau mal in die Daten, los geht's. Du kennst den Moment. Du scrollst abends durch so einen Rumshop, da ist dann die 40 Euro Flasche und direkt daneben steht die für 120. Und du denkst dann, ist der jetzt auch wirklich 3-mal so gut? Das Preisschild sagt dazu erstmal nichts. Die Werbung sagt natürlich ja. Und ein YouTube-Review sagt dir, was eine Person an einem Abend geschmeckt hat. Nur eine Meinung ist keine Antwort. Für eine Antwort, da brauchst du zehntausende Leute, die wirklich bezahlt haben und danach ehrlich bewerten. Wie sehr so ein einzelnes Urteil daneben liegen kann, das hat die Wissenschaft sogar getestet. Halt dich fest, in Kalifornien haben Forscher beim ältesten Weinwettbewerb Nordamerikas denselben Wein 3-mal ins selbe Line-Up geschmuggelt. Und nur ungefähr jeder 10. Profi-Juror hat 3-mal ähnlich geurteilt. Es gab welche, die haben derselben Flasche einmal Gold gegeben und einmal gar nichts. Die eine einzelne Zunge ist also kein Messgerät. Deshalb brauchst du viele Meinungen. Dazu kommt, der Markt, der schiebt sich immer weiter nach oben. Auf RumX sind aktuell so um die 1000 Rums über 250 Euro gelistet. Aber nur knapp 300 unter 20 Euro. Umso wichtiger, dass mal jemand nachrechnet, wie viel Qualität da oben denn wirklich drin steckt. Kurz zur Datenbasis. Viele von euch tracken auf RumX ihre Einkäufe. Also welche Flasche, wann, wo, für wie viel gekauft. So habt ihr eure Sammlung im Griff und über unsere Marktpreisberechnung seht ihr auf einen Blick, was sie heute wert ist. Sowohl für die einzelne Flasche als auch die ganze Sammlung. Genau diese echten Kaufpreise, die sind die Basis für heute. 2071 Rums, jeder mit mindestens 8 Kaufpreisen und mindestens 30 Bewertungen. Keine Einzelmeinungen also, kein Einzelpreis. Ausgewertet habe ich das dann anonym. Und eine Sache lege ich auch gleich ganz offen, weil sie wichtig ist. Das waren nämlich alles keine Blindverkostungen. Die Leute wussten also, was sie trinken und was es gekostet hat. Warum genau die Ergebnisse am Ende dann sogar noch spannender sind, das kommt nach den 3 Erkenntnissen. Jetzt erstmal, los geht's mit Erkenntnis Nummer 1. Ja, teurer ist besser. Und zwar deutlicher, als ich selber dachte. Ich habe alle 2071 Rums danach sortiert, was ihr wirklich bezahlt habt und habe für jede Preisklasse geschaut, wo liegt die Mitte der Bewertungen. Und die Kurve, die steigt durchgehend. Unter 20 Euro liegt die Mitte bei 6,5 von 10. Bei 40 bis 50 Euro 7,6 und bei 100 bis 150 Euro 8,4. Und ab 250 Euro richtig starke 8,9. Heißt, wenn dir jemand erzählt, alles über 50 Euro ist sowieso nur Etikett und Marketing, diese Daten widerlegen genau das. Und das gilt für Einsteiger genauso wie für die alten Hasen. Die Kurve, die steigt bei beiden genauso. Damit könnte das Video jetzt eigentlich schon vorbei sein. Könnte, jetzt kommt das Aber. Und genau das Aber, das spart dir beim Einkaufen richtig Geld. Erkenntnis Nummer 2. Jede Verdopplung, die kauft dir weniger. Schau dir die Kurve nochmal genauer an.
nicht wo sie steht, sondern wie sie steigt. Die erste Verdopplung, also von 25 auf 45 Euro, die bringt dir ungefähr 0,6 Punkte, also von 7,0 auf 7,6. Die zweite Verdopplung wieder plus 0,6, die dritte nur noch plus 0,5 und ganz oben plus 0,2, obwohl du nochmal mehr als das Doppelte zahlst. Jede Verdopplung kauft dir ungefähr eine halbe Note und oben raus immer weniger. Und jetzt die Zahl, die das Ganze erdet. Der Preis, der erklärt nur etwa ein Fünftel der Notenunterschiede. Also wenn du stur Euro gegen Note rechnest. In Verdopplungen gerechnet passt die Kurve deutlich besser. Kurz, der Preis wirkt, aber pro Euro kommt oben immer weniger an. Wie das konkret aussieht, der weiße Naison aus Martinique, 8,3 um die 35 Euro. Der spielt damit, wo die durchschnittliche Flasche 100 bis 150 Euro kostet. Nicht besser, aber gleich auf. Für grob ein Viertel vom Preis. Und andersrum, von den über 1000 Rums ab 75 Euro fallen genau 7 unter die 7,2. 7. Ich nenne die jetzt bewusst nicht beim Namen, es geht ja nur ums Muster. Alle 7 sind Sondereditionen oder Finish-Abfüllungen bekannter Häuser. Da können Seltenheit, Verpackung, Erwartung mitspielen. Nur die Community-Note, die zieht dann nicht automatisch mit. Heißt, die Kurve, die zeigt den Durchschnitt. Einzelne Flaschen tanzen raus, nach oben und nach unten. Und genau deshalb ist die dritte Erkenntnis eigentlich die wichtigste. Erkenntnis Nummer 3. Und die dreht die Frage um. Also nicht, wie gut kann es werden, sondern wie oft geht es denn schief? Das ist beim Kaufen meist die wichtigere Frage. Und die Zahl dazu, die hat mich am meisten überrascht, also quasi die Absturzquote. Wie viele Flaschen in jeder Preisklasse bleiben unter der Note 7,5 hängen, also da, wo es anfängt zu enttäuschen. Unter 20 Euro 84%, bei 40 bis 50 Euro 35%, also immer noch jede dritte Flasche, bei 50 bis 75 Euro 10%, bei 100 bis 150 Euro 1% und ab 150 Euro 0. In unserem Datensatz keine einzige Flasche. Geld kauft dir also keine Magie. Geld kauft dir Sicherheit. Oben wird nicht alles genial, aber es geht halt auch fast nichts mehr schief. Das Risiko, das liegt also unten und in der Mitte. Deswegen war das letzte Video auch so wichtig. Unter 50 Euro, da brauchst du Daten. Ab 100 Euro ist das Risiko in unserem Datensatz eigentlich fast weg. Und es gibt dafür zwei ehrliche Gründe, die nichts mit Marketing zu tun haben. Erstens die Fixkosten. Auf jeder 0,7 Liter Flasche mit 40% Alkohol, da liegen in Deutschland rund 3,50 Euro Alkoholsteuer. Egal, ob sie jetzt 9 Euro kostet oder 90. Dazu Mehrwertsteuer, Flasche, Verschluss, Etikett, Logistik. Kostet alles fast dasselbe, egal was drin ist. Bei einer 40 Euro Flasche gehen so etwa 10 Euro direkt an den Staat, also rund ein Viertel. Bei einer 9 Euro Flasche über die Hälfte. Heißt, bei einer 10 Euro Flasche, da bleibt für den Rum selber eigentlich fast nichts mehr übrig. Deshalb ist ganz unten auch so viel Enttäuschung. Da kann kaum echte Qualität und Handwerkskunst in der Flasche stecken. Und zweitens, mein Lieblingsgrund, die Engel. Der Angels Share nennt man den Teil vom Fass, der beim Reifen einfach verdunstet. In Schottland sind es so 1 bis 2% pro Jahr. In der Karibik bei dieser tropischen Hitze auch mal 7 bis 10. Dann sind nach 12 Jahren Fassreifung nur noch ungefähr 37% übrig. Also 2/3 sind verdunstet. Heißt, wenn tropisch gereifter Rum richtig Geld kostet, dann hat es handfeste Gründe. Das ist jetzt nicht automatisch Gier, da ist ordentlich Physik mit im Spiel. Die faire Frage ist deshalb nicht, warum kostet der denn so viel, sondern kriegst du dafür so viel mehr Genuss? Und genau da wird es jetzt unbequem, für mich auch, weil ein Teil von dem Genuss vielleicht gar nicht aus dem Fass kommt. So, und jetzt zu dem Teil, den ich dir am Anfang versprochen habe. Nämlich, warum macht keine Blindverkostung
die Sache sogar spannender. Die Wissenschaft hat diese Preisfrage nämlich schon mal groß getestet, beim Wein. Über 6000 Blindverkostungen veröffentlicht im Journal of Wine Economics. Wenn normale Menschen den Preis nicht kennen, schmeckt ihnen teurer Wein kein bisschen besser. Im Schnitt sogar ein Tick schlechter, kein Witz. Und es kommt noch besser. Forscher in Kalifornien haben Leuten denselben Wein zweimal gegeben. Einmal mit einem 10-Dollar-Schild dran, einmal mit einem 90-Dollar-Preisschild. Und dabei haben sie ins Gehirn geschaut, also mit einem Hirnscanner. Und der Befund war eindeutig. Beim 90-Dollar-Schild, da hat das Genusszentrum der Probanden messbar stärker gefeuert. Gleicher Wein. Das Gehirn, das genießt also das Preisschild mit. Und jetzt noch das eine Experiment, das für mich eigentlich alles zusammenfasst. In Bordeaux haben Forscher einen Weißwein rot eingefärbt mit einem Farbstoff, der garantiert nach nichts riecht. Den haben sie 54 Önologiestudenten hingestellt, also angehenden Weinprofis, und die haben reihenweise Rotweinaromen beschrieben, also Kirsche und Cassis. Das Auge hat die Nase überstimmt. Das heißt jetzt nicht, dass die schlecht waren, das heißt, unser Gehirn funktioniert nun mal so. Bei Wein ist die Richtung also ziemlich klar. Ohne Preisschild wird teuer ganz schön machtlos. Jetzt ist Rum dran. Und für unsere Kurve heißt es zwei Sachen. Beide sage ich dir ganz offen. Erstens, unsere Bewertungen sind meistens nicht blind. Wer 200 € ausgibt, kauft gezielt seinen Lieblingsstil, freut sich drauf, zelebriert den Abend. Ein Teil der Kurve da ist also Vorfreude und Selbstauswahl. Zweitens, und jetzt kommt's, unsere Kurve hat diesen ganzen Preisschildeffekt ja schon mit drin. Die Leute wussten, was ihre Flasche gekostet hat, und trotzdem erklärt der Preis am Ende nur dieses 1/5 der Notenunterschiede. Heißt im Klartext, selbst wenn dein Gehirn das Preisschild mitgenießt, das meiste, was in deinem Glas passiert, kommt nicht vom Preis. Und bevor du jetzt denkst, Vorfreude sei Betrug, Vorfreude ist echter Genuss. Dein Gehirn tut das wirklich, nur bezahlen musst du es dann halt auch. Wenn dir die 200 € Flasche den Abend feierlicher macht, dann ist es ein echter Wert. Ich finde nur, das solltest du vorher wissen, nicht erst an der Kasse. Denn an der Kasse, da wartet noch ein ganz anderes Problem. Jetzt ist Zeit für die Zahl, die ich dir vorhin versprochen habe, nämlich die Flasche vom Anfang hier. Das war der Zacapa 23. 35 gegen 64 €, aber beide Käufer haben exakt den gleichen Rum im Glas. Nur einer hat 29 € mehr bezahlt. Und das ist jetzt kein Zacapa-Ding. Ich habe diese Spanne für alle Flaschen mit genug Preisdaten durchgerechnet. Bei 3 von 4 Flaschen, da zahlen die teuersten Käufer mindestens die Hälfte mehr als die günstigsten. Für exakt dieselbe Flasche. Der Blend Array XO zum Beispiel. Die einen 39 €, die anderen 60. Und das sind jetzt keine alten Preise gegen heute. Die Spanne gibt es in jedem Kaufjahr, auch in diesem. Der teuerste Fehler ist also nicht die falsche Flasche, sondern die richtige Flasche im falschen Shop. Und genau deshalb sieht Rum X aus, wie es aussieht. Wenn dieselbe Flasche so sehr streut, brauchst du einen Preisvergleich vor dem Kauf. Live aus über 50 Shops. Damit zahlst du einen fairen Preis und landest nicht blind am teureren Ende. Wenn teurer nicht automatisch besser ist, brauchst du die Rubrik Beste Preis-Leistungs-Rums. Quasi die Kurve von vorhin in kaufbar. Nicht die teuersten Rums, sondern die, wo Note und Preis am besten zusammenspielen. Und weil dein persönlicher Geschmack so individuell ist, gibt es auf Rum X den Match-Score. Nicht objektiv der Beste, sondern der Beste genau für deinen Geschmack. Und ja, klingt jetzt wieder nach Eigenwerbung, ich weiß, aber diese Auswertung, die gibt es ja nur, weil ihr eure Einkäufe auf Rum X trackt. Über 400.000 Flaschen in euren Sammlungen, fast 120.000 davon mit echtem Kaufpreis. Das hier ist euer Datensatz, worauf die Analyse von heute beruht. Ich habe ihn nur lesbar gemacht. Was machst du jetzt konkret mit all den Infos? Ich gebe dir mal 3 Regeln, so kaufe ich privat auch ein. Regel Nummer 1, unter 50 €, da kaufst du mit Wissen. Da ist die Streuung am wildesten.
jede dritte Flasche zwischen 40 und 50 Euro enttäuscht. Aber die Perlen da unten, die spielen locker im 100-Euro-Regal mit. Welche das sind? Schau dir das letzte Video an. Regel Nummer 2, zwischen 50 und 100 Euro, da kaufst du dir das Risiko raus. Da fällt also diese Absturzquote steil nach unten. Erst auf 10%, dann auf 3%. Und jede Verdopplung bringt nochmal spürbar was. Und wenn du einfach nur sicher gehen willst, dann ist das deine Zone. Und Regel Nummer 3, ab 150 Euro, da kaufst du nicht mehr nur Qualität, du kaufst vor allem Erlebnis, Seltenheit und Geschichte. Und das ist mir hier das Wichtigste, das ist völlig legitim. Wer die 200-Euro-Flasche liebt, der hat recht. Sie ist halt bloß nicht 6-mal besser als die für 35. Die Rechnung, die geht einfach nicht linear auf. Was sich da oben wirklich verändert, ist nicht die Note, es ist der Charakter im Glas. Ich habe schon Flaschen gekauft, die sind 10-mal so teuer gewesen wie der Naison oder noch mehr. Sind die jetzt aber auch 10-mal so gut gewesen? Natürlich nicht. Habe ich eine davon bereut? Auch nicht. Also beides ist wahr und genau das ist auch der ganze Punkt von dem Video. Zum Schluss 2 Fragen an dich und ein Versprechen. Frage 1, wo liegt denn deine ganz persönliche Grenze? Also was ist der höchste Preis, den du je für eine Flasche Rum bezahlt hast und war sie es am Ende auch wert? Schreib es unten in die Kommentare. Frage 2, die habe ich euch schon gestellt im letzten Video. Heute nochmal. Welche Flasche über 100 Euro hat dich am meisten enttäuscht? Schreib nicht nur den Namen, schreib auch, warum sie für dich nicht funktioniert hat. Die spannendsten Kandidaten, die jage ich dann in einem der nächsten Videos durch die Daten. Und das Versprechen, nächstes Video wird es nochmal direkter. Ich kläre die Frage, warum ich mich weigere, Fake-Rabatte auf Rum X anzuzeigen. Das kostet mich echt einen Umsatz, es ist aber trotzdem das Richtige. Wenn dich das interessiert und weitere spannende Insights, die ich aus den Daten ableite, lass ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Cheers!